Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Master Detective Archives Raincoat. Beim letzten Mal haben wir das erste Mystery Labyrinth erkundet quasi und damit den ersten Fall aufgelöst, woraufhin wir dann aber trotzdem fast festgenommen wären, wenn nicht dieser mysteriöse Mann zur Hilfe gekommen wäre, und deswegen reden wir jetzt doch einfach mal mit ihm. Well, Wer bist du überhaupt? I bet that was quite a long trip for you. Welcome to Kanai Ward. Thanks. You must be Yuma. Yuma Cocoa Head, right? I am. And you are? I'm Yako Furio. Jako Furio. Gut. Vielleicht ein Charakter, der etwas länger relevant bleibt als alle, die wir bisher so kennengelernt haben. Wobei, außer I was born and Wie ist raised der in Kanai Swank? Ward. Just a Oder so? humble member of the WDO. der komische Bösewicht, der könnte vielleicht auch noch, ja, zurückkehren des Öfteren, gehe ich fast von aus. I'm the director of the Nocturnal Detective Agency, the only detective agency in Kanai Ward. My office welcomes you. Nice to make your acquaintance. Thanks. The pleasure is all mine. So he's a detective from the WDO. Finally, I've met an ally. He managed to turn away the peacekeepers, so he must be in high standing. Really? He's clearly just some careless, middle-aged man. Oh, by the way, don't tell anyone about yours truly. You might have forgotten, but our secret is included in the contract. Ja, hat er offensichtlich vergessen. It'd be terrible if you broke this rule. To be exact, your whole body would be drained of its blood. Okay, I won't tell anyone. Well, even if you did, they'd just assume you're some crazy person. Ja, so wie es halt bisher der Fall war. Deswegen eigentlich ja gar nicht so schlimm, ne, wenn wir über dich reden. Vielleicht. Now, shall we? Oh, by the way, I'd like to hear the details about this incident. Right. Ja, Hauptsache wir müssen die Zusammenfassung nicht nochmal mit anhören, weil wir haben jetzt schon ein paar Zusammenfassungen bekommen. Ich habe es für euch rausgeschnitten am Ende, weil mir ist aufgefallen, das ist echt so unglaublich unnötig. Ich will es mal kurz anmerken. Took a while to get through all the proceedings. Weil ihr habt es ja nicht gesehen und ich habe es in dem Moment auch nicht so wirklich mitbekommen, als diese Zusammenfassung am Ende des Falls nochmal lief, am Ende des Mystery Labyrinths. Also es kam mir schon sehr lang vor, aber als ich dann geschnitten habe, ist mir aufgefallen, das geht über 10 Minuten. Das ging einfach über 10 Minuten, dieses Zusammenfassungsvideo am Ende. Und das fand ich ein bisschen absurd, deswegen habe ich es auch wirklich rausgeschnitten dann nochmal, weil ich glaube, wir haben nach 2,5 Stunden wirklich verstanden, was passiert ist. Wirklich. Und wenn nicht, dann irgendwie selbst schuld vielleicht. They practically interrogated you, right? Kanai Ward is completely shut off from the outside world. Communication devices such as cell phones are confiscated. Cameras are not permitted to leave Kanai Ward either. Ja, perfektes Szenario für Mordfälle, für ein Murder-Mystery. Even if you smuggle something with reception in, Kanai Ward is a dead zone. Thanks to all that tight closure, nobody's using this fancy station at all. Did you say no one? You show a lot of promise, considering how you handled that Amaterasu trouble. I was scared, to be honest. I don't want to deal with them if I don't have to. Ich finde das halt eine ziemlich interessante Art und Weise, Murder Mysteries in ein Sci-Fi-Setting zu bringen, um irgendwie, also mit diesem ganzen Problem der Kommunikation umzugehen. Weil viele Murder Mysteries sind ja gerade deswegen irgendwie nicht in der Moderne angesiedelt, weil es dann leichter ist, sich damit rauszureden, dass warum man vielleicht nicht einfach mit der Außenwelt kommunizieren kann und nicht einfach die Polizei gerufen hat oder sowas in die Richtung. Und dann kommt natürlich noch sowas dazu, wie wir sind gerade halt irgendwie in einem Sturm oder so oder auf einer Insel, ich weiß nicht, so Beispiele, ne? Beispiele einfach, die mir so gerade spontan einfallen. Deswegen irgendwie ganz schön, dass wir das hier so, es ist eigentlich konzeptuell genau dasselbe, nur halt für das futuristischere Setting ein bisschen umgewandelt. The thing is, the peacekeepers always antagonize detectives. As a basic rule, never look them in the eye. They're always itching for a fight. Kinda like mad dogs. Right. Amaterasu Corp doesn't want the unified government or the WDO meddling in their matters. Okay, tatsächlich steht VR für Vereinigte Regierung, Unified Government. Das war auch eine Theorie, die schon jemand in den Theorien, großen Anführungszeichen, die jemand geäußert hat, aber haben wir es nochmal bestätigt bekommen. I even caught wind of them hiring a hitman. A hitman?
They plan to wipe out any master detectives before they entered Kanai Ward. The results of which is this Amaterasu Express massacre. Title Drop oder Chapter Title Drop. So Zilch was actually a hitman? Nope. There was a real master detective named Zilch. He was murdered beforehand and used as a disguise. You were in the first car earlier. The real Zilch is laying dead somewhere in there. Warte mal, was? Oh, ein Moment. Ein Moment. Ein Moment. Ein Moment mal. Die haben die echte Leiche von Zilch hier rumliegen im Zug und haben trotzdem sich diesen absurden Plan ausgedacht, dass Zilch sich ins Bett legt, mit einem Kissen auf der Brust, mit einem Messer drin, dann das Zimmer anzündet, sich währenddessen unterm Bett versteckt, während es brennt, darauf hoffend, dass wir das Zimmer löschen, um sich dann da unten liegen zu bleiben, während er eine andere Leiche ins Bett gelegt hat, damit wir denken, dass das Zilch ist. Anstatt einfach die Leiche von Zilch hinzulegen und zu verbrennen, während wir sie sehen. Na gut, okay. Der echte Zilch sieht vielleicht anders aus. Vielleicht ist das der Punkt. Ja, okay. Aber da hätten sie ihn trotzdem einfach schon zu dem Zeitpunkt verbrennen können. Also sie hätten ihn nicht mit Haut zeigen müssen. Also, ich finde, das ist ein sehr unnötiger Zwischenschritt gewesen, der das Ganze wesentlich zu einem wesentlich leichter umstürzbaren Plan gemacht hat. There was a separate first car at the station before you arrived. Like, sie hatten eine Leiche. Sie hätten die Leiche einfach nehmen können. Then, the 4 train cars that you rode in would arrive at the station in Kanai Ward and connect with the fake first car. Aber stimmt, ja, okay, sie haben es deswegen gemacht, weil, ja. Okay, doch, jetzt ergibt es Sinn, stimmt. Ich habe ja da eine Leiche dann beim Rausrennen gesehen und dachte mir schon, wer soll das sein? Das war halt der erste echte Zilch, ja, okay. Okay, trotzdem. If no master detectives left, you would be arrested as the only culprit. That was the Aber plan. wäre ja auch langweilig, wenn es zu simpel gewesen wäre alles, ne? They would go to such lengths? Absolutely. Even though the plan didn't work, we still lost 5 master detectives. Given the situation, I'm honestly surprised you survived, Yuma. That's all thanks to me. You're so lucky to be haunted by yours truly. Wait, if there was a real Zilch, then the number of people on board the Amaterasu Express, including me, that makes 6 people. The numbers still don't add up. I, Hoochie, heard from the World Detective Organization Ja, that the es sollten nur number 5 of sein, not ich weiß. precisely 5. Habe ich nicht vergessen. Oh, I'll explain that later. Anyway, let's leave this place. Wouldn't want to give the peacekeepers any ideas. Aber heißt das, ich bin nicht ohne Grund da gewesen? Also war meine Ankunft geplant? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Aber er scheint ja zumindest nicht misstrauisch uns gegenüber zu sein. It's raining. Hey, you're right. Sollten wir lieber einen Raincoat tragen vielleicht. Genau, so einen. Ja, die kleinen vorgerenderten Zwischensequenzen sehen schon wirklich ganz hübsch aus. Wie gesagt, ich hoffe auch mal, dass es davon dann dauerhaft ein paar immer mal wieder geben wird, auch wenn es mit Sicherheit nachlassen wird. Who's that guy? Ja, Beats me. solltet ihr dem nicht irgendwie hinterher oder so? Ich weiß nicht, das... Weiß ich auch nicht. Weiß auch nicht. Aber ja, Kapitel 0 abgeschlossen. Wie ich es mir schon dachte, waren wir gerade direkt vorm Ende. Ich wollte beim letzten Mal auf jeden Fall aufhören langsam. Ich wollte schlafen gehen unbedingt. I see. Ja. Oh, okay. Sobald der Täter platt gemacht wurde, wirst du belohnt. Je nachdem, wie gut sich der Meister am Geheimlabyrinth geschlagen hat. Are you gonna remember Ja, this? weißt du... Rating interessiert mich, glaube ich, nicht so sehr, aber... Na, außer ich habe jetzt, perfekt. Dann... Guck mal. Ah, oh, fuck. Ah, das war so gut.
Bis kurz vor Ende. Aber na gut. Ich bekomme wohl noch ein paar Punkte. Immerhin. Ich weiß auch noch nicht so ganz. Ja doch, ich weiß schon. Ich kann mir ja Skills kaufen, habe ich beim letzten Mal ja gelernt. Also ja. Ich würde jetzt normalerweise mein krasses Zwischenfazit machen, das mache ich immer am Kapitelende eigentlich, aber jetzt habe ich es ja beim letzten Mal schon eigentlich erklärt, was meine Meinung war. So, ne? War eigentlich ein cooler Fall, so an sich konzeptuell halt ein bisschen sehr leicht zu verstehen, dahinter zu kommen. Zum Großteil, ja, mir hat halt so ein bisschen gefehlt der Gedankengang, es könnten andere Leute geholfen haben, eben die ganze Amaterasu Corporation könnte geholfen haben zum Beispiel, aber an sich ein schöner Einstiegsfall. Nur ich hoffe, dass das Mystery Labyrinth nicht immer so anstrengend lang sein wird. Aber ich habe da so meine Zweifel dran, dass sich da großartig was dran ändern wird. Aber dann könnten zumindest halt die Fälle noch ein bisschen schwieriger auch werden, gerne. Dann stört mich das vielleicht auch nicht so sehr. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich bin einfach mal optimistisch oder so. Prolog! WDO versus Amaterasu Corporation. Stimmt, weil nach 5 Stunden kommt man dann auch mal gerne im Prolog an, ne? Stimmt, das war ja einfach nur Kapitel 0, kein Prolog. Das war was ganz anderes. Deswegen gab es auch schon direkt einen Mord. Was ja eigentlich mal auch ein interessanter Einstieg ist. Ist das unser Raincoat? Ich weiß nicht, warum haben wir einen Hut? Place I want to show you. It's the best spot to learn about this town. Hey, relax. Don't be so nervous. Sure. Come on, this way. Auf einem Dach kann man das meiste über die Stadt lernen, indem man sich die Stadt anguckt, von oben. Wirklich? Ist das, was du meinst, oder ist hier noch irgendwas, was ich noch nicht sehe? Nö, ich glaube, er meint einfach nur das Dach. Tatsächlich. Meinetwegen. Hier kann ich mir auch noch was angucken. Zum Beispiel mal die Stadt selbst halt. You know, Was für eine riesige Stadt. Vielleicht liegt es am Regen, aber es ist ein wenig unheimlich hier. Es liegt, glaube ich, nicht nur am Regen. Aber schon eine sehr schicke Aussicht. Allgemein, das Spiel ist schick. Also das Spiel ist schon nicht hässlich. Ich hoffe halt, dass es technisch weiterhin rund bleibt. Aber bisher, also ja, ich habe es ja schon gesagt, es ist auf jeden Fall Spike Chunsoft's größtes Spiel, budgettechnisch. Das sieht man ja ganz eindeutig, ne? Wenn man es jetzt auch mit zum Beispiel Altes Sonnenfalls vergleicht, erstens sieht es deutlich weniger hübsch aus, so was die Umgebung angeht und so. Und außerdem, man kann frei rumlaufen. Das ist gelogen, dass man es nie kann, aber die meiste Zeit über natürlich nicht. Bin mal gespannt, wie es hier so auf Dauer dann wird mit der tatsächlichen Erkundung, sobald wir jetzt die Einführung durch I haben. love the view of the city from here. Oh no, it's like we're always right at the brink of dawn. Although, thanks to them, the real dawn will never rise here. Warum? you mean Amaterasu Corporation? Ja, aber was haben die mit der Dämmerung zu tun? Kanai Ward is isolated and out of the UG's reach. Now, Amaterasu is the de facto master of the city. None who wish to live in peace dare defy them. As long as you know your place, life can be pretty good here. Open an umbrella and the rain won't touch you. Wear a raincoat and you can even take a girl cycling. You know what I mean, right? War das eine Metapher? Oder meinst du das Wort? Ich weiß es nicht so ganz. Kinda. A while back, our detective agency used this building. But we were kicked out due to a contract dispute. The owner claimed renting the building out to detectives made the place unpopular. In Kanai Ward, detectives aren't even allowed to have their own offices. Really? I don't know what the WDO is thinking, but
I don't want this town to change. It should stay the way it is. It deserves some peace and quiet. That's why this time around, I don't want any trouble. It's not easy to negotiate with these people. I heard that Kanai Ward has a lot of unsolved mysteries. Screams are part of the daily noise around here. They're kind of like church bells marking sunset. Und auch nochmal, wo wir gerade so bei Metaphern und so sind, war das mit der Dämmerung jetzt eine Metapher auch? Also du meintest nur, in welchem Sinne jetzt? Es wird ja schon tags, oder? Oder? Whenever someone's smiling in that building, someone else in town is weeping. However, we can't go punching the guy who's smiling. We can only offer a handkerchief to those in tears before quietly slipping away. Nothing more is needed anyway. We're not superheroes or anything. We're just detectives. Just detectives, he says. But he has the resigned smile of someone who's given up. That look tells me exactly the kind of place Kanai Ward is. In a way words couldn't begin to describe. Dann solltest du vielleicht nicht versuchen, das mir zu erklären, denn ich hab's auch von selbst verstanden, was er mir damit sagen wollte mit seinen Worten. This fuzzhead dude comes off like an irresponsible geezer. But there's an ominous aura around him. You only end up like that if you've seen death all the time. Could it be because of this city? Maybe. Or maybe it's his old man stench. Something wrong? Is there something on my gorgeous face? Back in the day, I was rather popular with the ladies. You may think that means I'm no longer so popular. And you'd be right. The rain, it never stops. Does it rain often here? Oh, this stuff? Fatalists would tell you that all rain must come to a stop. But for the past few years, the rain in our town hasn't stopped falling. Wow, aber immerhin anscheinend ein gutes Abflusssystem. Kanalsystem, wie auch immer. Ich kenne keine guten Worte. Punkt ist, das Wasser fließt offensichtlich gut ab. Yeah, years. It started around, 3 years ago? Weird, huh? Thanks to that, we have no need for weather forecasts. A city where it's always raining. No wonder things are so dark and damp here. The rain sure has changed things around here. Both the city and the people, too. Ist das kein normaler Regen also? Supposedly, there's something in the rain that messes with our bodies and the Ja, environment. das wäre jetzt halt auch meine Vermutung But gewesen. it's all hearsay. Also, wie gesagt, ich möchte gerne wissen, ob das mit dem es wird niemals morgens eine Metapher war oder ob das wortwörtlich gemeint war. Weil ist diese Stadt hier einfach unter einer Kuppel oder so und es kommt auch Wasser oben aus der Kuppel raus, als weiß ich auch nicht, Gedankenmanipulation, irgendwas. No one knows why the rain never lets up. But it probably has something to do Ja, with davon Amaterasu. gehe ich halt aus, auf irgendeiner Ebene. Kanai Ward. It's such a bizarre place. Bizarre, huh? You're not gonna make it here if you find this shocking. You'll be seeing a lot of strange things in this city, I'll tell you that much. But there's no need to overcomplicate things. Everything is just an illusion in the rain. Just think of it that way, and you'll be fine. Was bedeutet das? Trust me, it's easier this way. Is it? Well, now that I bin nur finished showing you verwirrter the und town, verwirrter let's head to the agency. mit allem, was du sagst. Weil ich bin mir immer wirklich nicht so sicher, wie wortwörtlich ich irgendwas von all dem nehmen soll. What do you mean? Oh, it smells so good here. It's like there's a florist on every corner. Really? I don't see any florists. I didn't mean it literally. Guck mal, Nothing smells sweeter sie sagt es wenigstens direkt, dass es nicht wortwörtlich meint. than the stench of death. The stench of death? There are gruesome mysteries all over this place. It smells so lovely. That sounds so ominous. Hey! The elevator's here! Right, coming. Ich komme ja schon.
ein bisschen Interaktivität, damit ich nicht vergesse, dass das ja ein Videospiel ist. Können wir noch mal kurz hier rüberlaufen. Now then. So, wir gehen runter. Ja, ich bin bereit. Ich habe mir schon die einen Stelle, die ich untersuchen konnte, angeguckt. Ich hoffe, es gab nichts anderes. Und wenn doch, dann werden wir damit leben. Ich werde damit leben. Ja, aber ich glaube, ein großes Mystery wird hier also wirklich das Setting selbst sein, was natürlich schon mal deutlich interessanter ist, als das Danganronpa für gewöhnlich getan hat. Da gab es Worldbuilding immer so ein bisschen grenzwertig vorhanden, ne? It's the busiest and messiest place in all of Ganai Ward. In other words, it's a lively area. The neon looks magical blurred in the rain. If there really is an illusion in the rain, I think it'd be the streetlights. I don't have any memories of this scenery, but it still makes me all nostalgic. Perhaps I'm from a city like this one. Vielleicht warst du sogar schon mal hier. Maybe if you formed my mind into a shape, it'd look like this place. Bitte was? Bitte was? Willst du mir sagen? Das meinst du nicht wortwörtlich. Die ganze Stadt ist eine Metapher für Yumas Geist auf irgendeiner Ebene. So wie die Mystery Labyrinths jeweils die manifestierte Form der verschiedenen Morde sind, ist diese ganze Stadt in Wirklichkeit nur die Manifestation von Yumas wahrem Geist und alles ist ein Traum. Ich fände das großartig, wenn es in die Richtung gehen würde. Ich fände das wirklich, wirklich großartig, weil ich das liebe, wenn das gut umgesetzt wird. Ich bezweifle es sehr stark, Kodaka. Hör auf mir Hoffnung zu machen mit sowas. Weird how it's not flooded, given how it's always raining here. It looks like they have a good drainage Danke, system. danke. Das war, was ich gerne sagen wollte gerade. Entwässerungssystem ist ein schönes Wort. That Wobei, kind of Abfluss sagt ja intrigues auch, me. war auch nicht falsch. Just imagine what would happen if I got sucked in there. Hey, there's a clown in the sewer staring at you. Das war durchaus eine Referenz. Okay. Made you laugh. Sehr random. I explained briefly, but basically, Amaterasu Corp picks on detectives. My colleagues Unhöflich. and hired assistants all quit. They said working here as a detective was simply impossible. So, you've been working as the only detective for the whole city ever since? It's not like I could change careers. I'm a WDO detective, after all. Clients trust me to do the job. Although, most of my requests involve infidelity or finding lost pets. What about unsolved mysteries? The peacekeepers get to handle that. Detectives don't even get close. Oh, interesting. But now, things could be different since you're all here. Huh? All? Vielleicht sind wir doch nicht als Einziger hier angekommen und soll ich weitergehen? Ich dachte, ich warte auf ihn. Höflicherweise. Weil es irgendwie stehen geblieben. Will der einfach stehen bleiben? Soll ich aber weitergehen? Ist er kaputt? Ich hab ein bisschen Sorge gerade. Dass ich irgendwie irgendwas gerade nicht getriggert habe und er deswegen jetzt stehen geblieben ist. Soll ich nochmal hinter ihn gehen? Geht er dann wieder weiter vor? Bin ich ihm zu nahe gekommen gerade? Ja, okay, ich glaube, ich bin ihm zu nahe gekommen. Holy shit. In was für einem Tempo ich halt hier auch laufen kann gerade, ne? Aber gut, es soll ja auch eigentlich eine inszenierte Szene sein, wo er mir einfach nur vorgeht, während, ja, er mir ein bisschen was erzählt und so. Deswegen wäre es eigentlich jetzt nicht so schlimm gewesen. So eine kleine Walkie-Talkie-Sequenz. Aber ich wusste halt nicht, dass er nicht stehen bleiben wollte. Ich dachte, er wäre einfach fertig gegangen und ich hätte dann wieder so einen Punkt, wo ich mit ihm reden muss, damit er weiterläuft. Aber nein, na gut. Schön, genau sowas meine ich nämlich. Genau sowas habe ich erwartet. Yeah, I got a feeling things will be a bit stuffy moving forward. Haben wir hier eine Geheimbasis? Einfach? Wahrscheinlich schon. Oh, wow. Wir müssen noch weiter durch die Kanalisation selbst laufen.
Is your agency up ahead? Like I said earlier, detectives aren't allowed to work in a proper office in Kana. Ugh, must we travel this nauseating path? I'm too blue-blooded for this. The other master detectives are already waiting at the agency. You're the last to join us. Other master detectives? But everyone on the train died. Thanks to that hitman hired by Amaterasu. The WDO anticipated interference. They prepared multiple routes for entry into Kanai Ward. They covered their bases. Other master detectives arrived from routes besides the Amaterasu Express. Both official and unofficial members traveled through these various routes. I see. So it wasn't just the Amaterasu Express. Amaterasu Corporation caught on and tried to interfere on all the routes. Granted, they deny any involvement. Some routes were completely stamped out. Yours barely made it. Ja, nur mit mir halt. Tragedy happened to others too. Excluding you, there are 4 others who survived. Unfortunately, a lot of sacrifices were made. But as a result, you could say master detectives of the highest caliber have been gathered here. Each of you did outsmart Amaterasu and made it here after all. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so viel geleistet habe. Highest caliber? Hearing Master get complimented really annoys me. Why? Ja, wollte ich auch gerade fragen. I wonder what these surviving Master Detectives are like. So exciting, so mysteriful. Warum darf ich nicht gelobt werden? Frechheit. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich unbedingt so viel geleistet habe und deswegen hier lebendig angekommen. Ich glaube, das war eher Zufall so ein bisschen. Und naja gut, Shinigami hat wohl irgendwie was geleistet, vielleicht. Ich weiß nicht. Hat halt den Killer umgebracht. Ob das nötig war oder nicht, andere Frage. Ich meine, ich hätte so oder so überlebt. Ich wäre halt vielleicht jetzt im Gefängnis. Und vielleicht wäre ich im Gefängnis ermordet worden. Ich weiß nicht, wie genau das hier läuft. Ich frage mich sowieso, warum sie mich einfach gehen lassen haben, nur weil dieser komische Detektivtyp angekommen ist. Ich meine, hat er so eine hohe Berechtigung, dass die auf ihn hören müssen? Ja, eigentlich ja nicht. Eigentlich hätten sie uns beide umbringen können vielleicht. Ich verstehe das ganze System hier noch nicht. Wie viel Macht genau die jetzt hier haben. Where's the agency? Hier draußen. It's right here. Haben wir nicht wenigstens irgendwo ein Dach? Remember this, Yuma. The most important things cannot be seen by the eye. Without love, it cannot be seen, huh? Zeig her. Das kann ich schon mit meinen Augen sehen, okay? Nur, ich konnte es gerade noch nicht mit meinen Augen sehen. Das ist ein kleiner Unterschied. Ist nicht so, als wäre es gerade unsichtbar gewesen. This is the agency? I thought my eyes were gonna pop out. Kreativ. Ich dachte jetzt echt, wir haben einfach irgendwie einen kleinen Welcome to the Raum in der Detective Kanalisation. Agency. Das ist dann doch nochmal deutlich schicker. What, you expected something a bit tidier? I guess I wouldn't call this place clean myself. Ich meine, ich habe was Unordentlicheres tatsächlich noch erwartet. But isn't it awesome? Our own submarine! Is this really it? Our office is a sub? You've been assigned to a sinking ship of a detective agency. Ach nein, es kann ja auch aufsteigen, wie wir gesehen haben. Es kann beides, ja. Es kann in beide Richtungen gehen. Und das ist doch eine schöne Metapher für das, was wir in diesem Spiel dann hoffentlich erreichen werden. Aufsteigen und ein bisschen sinken, vielleicht zwischendurch mal, ja, aber ein bisschen vielleicht auch mehr aufsteigen. Ja, es kann auch aufwärts gehen. So, wage ich es jetzt einfach mal zu interpretieren.
Thanks for waiting, everyone. Our final new member has arrived at last. Und damit haben wir jetzt unseren richtigen Maincast. Wahrscheinlich. Also ich finde, es wäre natürlich auch möglich, dass die jetzt im ersten Kapitel alle sterben und wir dann im zweiten Kapitel einen neuen Maincast bekommen, der im zweiten Kapitel komplett stirbt. Ich bezweifle es aber einfach mal. Und denke, dass das jetzt wirklich unser Maincast bleiben wird. Watch it! Don't just come barging in here. Sorry. What are you talking about? This is my detective agency, isn't it? Victory is mine. Pay up. But hold on, that doesn't count. It was an accident thanks to the chief barging in here. Der Dude hat so ein Danganronpa-Gesicht. Das ist so ein Danganronpa-Gesicht. Nonsense. You should have expected him to return from his errand. Moreover, you should have realized he was back when our submarine resurfaced. When you put it like that. With my logic, anything is possible. What are they fighting about? Hey, what are you doing with those matches? No fire is allowed on my sub. Du hast übrigens eine brennende Zigarette gerade in deinem Mund. It's just a little game. He strikes the matches one by one. He wins if he lights 10 in a row. But if he fails even once, I win. And he failed. Thus, I get all the cash. Hang on, it was lit. The chief opened the door, which blew it out. I succeeded in lighting it, so the game continues. Next is the 7th, right? Hey, ref, how many matches was it? You can check by counting the number of chocolates on the table. Sure thing. 1, 2, 3. Hey, don't eat those! We're using them to count! How many are we missing now? 2 or 3? Come on, princess. How many did you eat? Be honest. Ist aber auch wirklich nicht clever, mit Schokolade zu zählen, oder? 2 or 3. What comes after 3? Wir haben wirklich die besten aller Detektive versammelt. Zum Beispiel welche, die nicht zählen können. Gut, ich möchte mich ich möchte jetzt gar nicht so tun, als könnte ich zählen. Wir wissen aus Erfahrung, also vielleicht wissen wir aus Erfahrung, falls ihr zum Beispiel meine Zero Escape Let's Plays gesehen habt, wisst ihr vielleicht, dass ich nicht zählen kann. Da machen sich regelmäßig Leute darüber lustig, dass ich nicht zählen kann. Immer noch. Entsprechend soll ich vielleicht nicht sagen. I never remember since I so rarely count that high. Please give me just a moment to recall it. Also eigentlich rateable, eigentlich kann ich mich nicht beschweren. It's all ruined. Why don't you count the number of matchsticks you've used instead? Ja, das wäre auch eine Möglichkeit tatsächlich. Die kann man auch nicht, also man kann sie schon aufessen, man sollte sie vielleicht nicht aufessen. Oh, right. I'll just count the matchsticks in the ashtray. Why the hell are there so many? Didn't you say no open flames are allowed in here? Ja, es sind auch ein paar Zigaretten drin. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zusammenhängen könnte. It's harder to quit than you think. Jemand wird's angesprochen, ich dachte echt, das wäre ein Logikfehler. Number 4 comes after 3. So the... Huh? But there is still a chocolate missing. Hang on, there were more than 4 to begin with. Did you eat another one? Ich glaube, sie hat auch 3 gegessen. You're eating it right now! It is too delicious. So this is what commoners eat. Interesting. Oh, sie ist wortwörtlich eine Prinzessin anscheinend, weil so wurde sie gerade genannt. It is simply heavenly. Anyway, time to pay up. Enough! I'm using my authority as chief to end this game. And no more gambling! Do you understand you're in Kanai Ward? Don't give the peacekeepers any reasons to drop in on us. Virtue, honesty, and staying the hell out of trouble. That's our motto here at Nocturnal Detective Agency, got it? Now then, I'd like to introduce you to our final team member. Yuma Cocoa Head. A round of applause, please. Nice to meet you all. Sie klatscht wirklich mit. I was hoping they'd be amazing detectives, but they all look kinda dumb. I wonder which one of them will die first. Him or me? Ich hoffe wirklich, dass sie nicht einfach wieder getötet werden. Ich meine, ich fände es auch lustig, aber komm schon. Hey, knock it off!
They managed to get past Amaterasu's attacks. I'm sure they're all amazing. Auf ihre eigene Art und Weise Yuma? halt, jeweils. Let me introduce everyone to you. First, the one sitting over there is Halara Nightmare, a great master detective. The first to arrive at Kanai Ward. Wirkte auch noch wie die vernünftigste der Personen hier am Tisch, möchte ich behaupten. The little match boy over there is Desuhiko Thunderbolt. Wait, who's the match boy? Willst du lieber Thunderbolt heißen, wirklich? Also, Matchboy funktioniert auch. Ich muss ein bisschen den Namen noch irgendwann lernen. The beautiful lady Am next besten to von der him nächsten is Folge, aber Fubuki ja. Clockford. She is the heiress to the famous Clockford family. Ja klar, die berühmte Clockford Family, die kenne ich doch. Pleasure to meet you. Ich kenne doch diese Welt. Ich weiß doch, was für Familien es hier gibt und so, genau. Machen die Uhren? And the one inside the fireplace. What, fireplace? Why there of all places? He says it's calming in there. Anyway, his name is Vivia Twilight. Hey, nice to meet you. Ich hab gehört, es gibt einen großen Fan von diesem Charakter auf meinem Discord. Weiß nicht, habe ich vernommen. Right. Now that we're all here, let's have a Hat ihn nämlich seat. als Profilbild. Ja, soll ich mich hinsetzen? Down right here. Na gut, ich wollte noch vielleicht mit diesen Leuten hier reden. Diese wirken alle sehr interessant. Everyone on the train died besides you? That sucks. Had I been on the Amaterasu Express, I would have solved it before anything had gone down. Damn. Missed the chance to show off my superstar self. This short stack is so arrogant. I hate his guts. So you're the survivor from the Amaterasu Express massacre. You don't look like much. Da würde ich zustimmen, It's thanks to yours truly. Otherwise, Master would have died right away. Ja, yours truly, meintest du mich damit, ne? Das, schön, dass es mir zu verdanken ist. Ich meine nur, alles gut. So schlimm ist es ja nicht. Die meisten Sätze I'm funktionieren sure ja. you're tired from your long journey. Go ahead and find a spot to Es sit. sind nur zwischendurch sehr offensichtliche Fehler. Sure. Also es ist halt so der Unterschied. Es gibt Übersetzungen natürlich, die sind einfach in jedem Satz ein bisschen scheiße. Also die sind einfach nicht richtig fehlerhaft, aber halt, das sind sehr stumpf geschriebene Sätze, die so ein bisschen, wo man so die ganze Zeit merkt, das ist keine gute Übersetzung. Das habe ich hier nicht so das Gefühl. Die meisten Sätze sind eigentlich okay, es sind nur zwischendurch dann sehr offensichtlich falsch übersetzte Sachen, die so rausstechen richtig. Do you like chocolate? Yeah, a bit. Did you know that chocolate grows on cacao trees? The sight of all those trees with their shining silver fruit must be so splendid. I think the silver part is just the wrapper. Huh? Does it not grow on the tree like this? Doch, ist schon richtig. Das gehört dazu. Das ist so die Schale. I thought I was peeling back its silvery husk. What a misunderstanding to make for an adventurer such as myself. Adventurer? Ja, wollte ich auch fragen, direkt. Correct. I am an adventurer and a detective. It is nice to make your acquaintance. Was für Abenteuer begehst du denn so, beschreitest du denn? Nice to meet you too. Wir werden es niemals erfahren. Na, vielleicht irgendwann. Purposely came over to talk to me? You're so kind, Yuma. Ja, Don't worry. They aren't avoiding me or anything. du vermeidest sie. I prefer to be alone. A place like this gives me a sense of peace and quiet. I wanna die someday. Same, to be honest. I have no idea what to say to him. Schön, guck mal, eigentlich relatable und so, ne? Literally me in real life. Now,
All remaining agents sent to the Nocturnal Detective Agency are here. There are a lot less of you than what we originally planned. Auf der anderen Seite, so viel mehr Leute hätten ja auch echt nicht reingepasst in diesen Raum. Also, so viele Sitzgelegenheiten hast du einfach nicht mehr. Well, regardless of Fast how als hättest du genau many geplant, wie people viele Leute hier we lebendig got, ankommen, it'd ha? still be no match Vielleicht hängst du mit against the drin. Peacekeepers' numbers. So, we'll keep laying low down here and avoid provoking them as we... Huh? You want to stay submerged in this filthy river? I didn't come here to rot like sewage! I want to make a grand entrance, solve all unsolved mysteries, and become a superstar detective! Oh, and once I'm rich and famous, I'll make you all my assistants. In Kanai Ward, solving cases won't make you famous. All information is controlled by the Peacekeepers. They simply conceal anything that's inconvenient to them. If you want to be famous in this town, it's much easier if you're a villain. I see. Got it. Wait, don't actually do it! Don't instigate anything with those guys. Got it? Klingt nach einem Plan, vielleicht soll ich einfach böse werden. I'm just kidding around. Why is the WDO gathering master detectives in Kanai Ward? What do they want us to do? Offensichtlich muss es ja auch ganz schön wichtig sein, wenn sie bereit sind, naja, den Großteil von euch einfach zu opfern. Honestly, I don't know what the WDO is thinking either. I just found out about this recently myself. You didn't receive any instructions? Not yet, at least. I'm hoping they'll call us eventually. But before that, there's something I need to verify first. Yuma, it's about you. Huh? Me? I heard the Peacekeepers talking and learned about it back then, but... do you really have amnesia? Huh? Amnesia? Yeah, seems like I do. I don't remember anything from before getting on the Amaterasu Express. Ah, then you and I are alike. We are amnesia Warte buddies, mal. Yuma. Du auch? Aber du weißt doch... Huh? Fubuki, you too? Denkst du das gerade nur aus? So wie mit der Abenteurerin denkst du dir einfach alles aus? Indeed. I cannot remember what I had for breakfast. Okay, Not even recall how I got here. kenn ich. Ich glaube, das ist keine Amnesie. I think you're just forgetful. Finde ich aber auch gut, finde ich auch gut. Don't make things even more complicated. My apologies. What is the source of your amnesia? Is Amaterasu Corporation responsible? Sowas ähnliches, ja. No, it doesn't seem likely. I was still at the station when I woke up. So you really don't remember anything. Well, I'm surprised you got past Amaterasu's attacks like that. I probably can't tell him it's thanks to the pact I made with the Death God. Ja, vor allem, weil du dann all dein Blut entzogen bekommst. You better not. Talking about me breaks the Ich weiß, ja, das Thema hatten wir gerade. I was just lucky. Chief saved me in the end. Well, you can work off your debt to me. So you really don't know who you are? In other words, you don't remember if you're a detective? That's correct. Oh, but I do have a letter from the WDO. And this outfit is definitely mine because it fits perfectly. Oder es gehört jemandem, der genauso groß ist wie du. I don't doubt you. That's not what I'm worried about. I've already verified your identity. Oh, okay, also ich bin wirklich, wer ich vorgebe zu sein. Immerhin. Huh? You know who I am? I didn't just daydream in the park and feed pigeons while y'all were heading here. I checked the routes everyone used and provided support wherever I could. Unfortunately, most of the info was kept secret, so supporting you was all I could do. At the very least, I did manage to obtain info about the Amaterasu Express. Also, weißt du, warum da 6 Leute drauf waren, obwohl angeblich nur 5 Leute mit dem Zug reisen sollten? Then again, it was mostly thanks to Halara and Desuhiko since they arrived so early. Ich meine, das wolltest du noch ansprechen, habe ich gehört. I got the passenger list from Amaterasu Corporation using my special forte. That ability is top secret, so I'm not gonna tell you about it just yet. Ja, wäre ja auch zu simpel, ha? Your Noch ein paar name is on the Geheimnisse. passenger list, Yuma. Once we knew your name, obtaining more information was easy. I researched the histories of everyone on the list. This doesn't sound like something you need to hear. What? Of course it is!
I might finally get to learn about my past. Ach stimmt, ich sollte die Sachen ja vergessen wegen des Vertrags und so. Das alles ist Teil des Vertrags. So, who am I? The truth might surprise you, but Du bist Yuma Cocohead. Das würde mich sehr überraschen. among the master detectives registered at the WDO, no individual with the name Ja, Yuma okay, das Cocohead exists. überrascht mich halt überhaupt nicht eigentlich. Das war genau das, was ich von Anfang an erwartet habe. Mittlerweile überrascht es mich, weil ihr gerade gemeint habt, dass ihr mich nicht anzweifelt. What do you mean? 5 master detectives were summoned Ja, to the ich weiß. Amaterasu Express. That is an undisputable fact. But a detective in training was also summoned. Detective in training? That's you, Yuma. Wow, ich war also noch nicht mal fertig mit meiner Ausbildung. Unglaublich. Looks like you've been working toward being a detective at the WDO. You may be part of the organization, but you haven't earned your stripes just yet. So, I'm not really a master detective yet? That sounds about right. You never fail to amuse me, Master. Despite that, I know for sure you'll be an integral part of our team. I reviewed your profile in the WDO records, and it turns out you have a phenomenal ability. Ja, kannst du es mal bestätigen langsam? Vielleicht. Ability? So I do have some sort of special power too? Your record claims that you're a great cook. Would you mind Ich making glaube us nicht, dass es breakfast from meine now on? Fähigkeit ist. Your lake is made. I don't know if I can. I don't have any memories about cooking. Never mind. Did my profile mention anything else? Like where I used to live or my personal history? It didn't have any details of the sort. You see, you've got a trainee's profile, not a proper master detective's. I see. You know, trainees are kind of like appetizers at a restaurant, don't you think? I guess that makes you the appetizer detective! Don't worry, I'll do my best to train you from the ground up to be a great detective. Eine Hauptspeise. What's wrong? Weiß nicht, ob ich den There's nothing Klang to mag. feel ashamed Den Klang about. davon. Everyone starts off as a Wie trainee. man das im Deutschen so sagt, ne? The sound of that. Ich kann auch sehr gut Redewendungen wortwörtlich aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen, ohne drüber nachzudenken. Das Problem ist bei mir, es fällt mir dann halt oft erst auf, wenn ich es gesagt habe, dass das irgendwie falsch klingt. So denke, nee, warte, das ist Englisch. Warum sage ich das auf Deutsch? So funktioniert das nicht. Also, not everyone can use their forte from the get-go. Though some are born rather gifted. Still, no matter how much talent you have, you require the right training to make the most use of your abilities. No matter how smart they are or how dexterous their fingers, no surgeon dives straight into surgery. The same goes for master detectives. If you want to do things the right way, you have to learn it. So everyone here also trains at the World Detective Organization? The WDO requires a 2-year training period for all agents. During that time, the agent's paranormal disposition is honed into a forensic forte, specializing in investigation. And those who manage to develop their forte are certified as master detectives. Ich mag übrigens das Foto da hinten rechts im Hintergrund sehr gerne, was da so irgendwie im Zettel rumbackt. Also ich gehe davon aus, dass es da rumbackt und dass es nicht irgendwie ein Special Effekt auf dem Foto ist, der dazu gehört. Like me. Plus, once you become a master detective, you get a detective deed from the WDO. By the way, not all detectives working for the WDO are master detectives. There are regular detectives, like myself, who don't have fortes. Oh, achso, okay, davon ging ich ja nicht aus, aber dann gibt es da noch eine Unterscheidung zwischen... Oh, really? I still got my detective deed. It doesn't say master detective on it, but it still holds the same weight. A forte mostly depends on innate talent. Sie wiegt Some trotzdem people genauso will viel. never develop it, no matter how much effort they put in. Die ganzen scheiß Detektiv-Dinger auf eine Waage gepackt und geguckt, ob die genauso viel wiegt. But that doesn't Sehr mean they schöne can't Vorstellung, be a ja. detective. Anyone can get a detective deed as long as they complete their training. So, is that my case as well? I don't think I have any special Ich glaube doch, und du abilities. solltest auch schon längst wissen, was es für eine Fähigkeit ist. Mann. There Es is ist so no record offensichtlich. about your forte. You could be like me and have no special powers. I knew it.
Who cares about that? You've got me, Master. Look, there's no need to be so down about having no forte of your own. That has nothing to do with whether you're a good detective or not. Even a kid or a delinquent can be a master detective if they're good at one thing. But detectives with no special abilities must pass basic testing with flying colors before they're certified. So, in fact, you could say those without special abilities make better detectives. Oh, you're just tooting your own horn, old man. But being both a capable detective and a master detective would be even better. Such as myself. Ja, mit Sicherheit. You're tooting your own horn, too. Anyway, whether you have an ability or not, the fact remains that you've been striving to be a detective. So, I wanted to be a detective. Also, keep in mind that despite being a trainee, you were given a directive. That's pretty impressive. You must be quite capable. I mean, master detectives were killed, but you managed to survive. I'm not sure if that's right. I am sure you shall eventually remember all that you have forgotten, Yuma. Although, I still do not remember what I ate this morning, let alone yesterday's weather. Ich glaube, hier hat es gestern geregnet. Aber cool, vielleicht warst du gestern noch woanders. Vielleicht hat es da nicht geregnet. It was raining. Ja, okay. It's always raining. Ich wusste es. Oh, right. Is she this dumb on purpose? I think she's putting on an act. Maybe she's a giant skank. It's boom kill time if you fall for her, Master. Okay. I didn't do anything. By the way, my agency treats both trainees and detectives as the same thing. To all you master detectives, you better not drop your guard or the rookie here's gonna steal your thunder. Got it? Go ahead and try. Too bad for you, rookie. I'm gonna take all the medals. I have no desire to compete. You senior detectives sure are a handful. Vivia, anything you'd like to say to the newbie? No, not really. Ich mag es sehr gerne, wenn man wirklich einen Charakter hat, der nicht redet. Ich finde das sehr konsequent. Das machen halt nicht viele Spiele. Also es gibt Spiele, die haben Charaktere, die als stille Charaktere geschrieben werden, die dann aber trotzdem genauso viele Zeilen wie die anderen Charaktere bekommen, in denen sie dann aber halt nicht viel sagen und dann irgendwie da in der Art und Weise, wie sie reden, still dargestellt werden. Ich finde es sehr konsequent, dann wirklich einen Charakter zu machen, der still ist, indem er einfach keine Zeilen bekommt. Das trauen sich viele Spiele halt irgendwie nicht, habe ich das Gefühl, deswegen, das finde ich tatsächlich ganz lobenswert irgendwie. That's the direct line to the World Detective Organization. So, they're finally contacting us. All communication in Kanai Ward is shut out from the outside world, so that phone is rather special. And obviously, it's kept secret from the Amaterasu folk. If they're contacting us, maybe they'll finally give us our orders. Go ahead, rookie. Huh? You want me to answer? Ich muss das Telefon nehmen? Wirklich? Okay, das ist direkt die schlimmste Aufgabe von allen. Was hast du dazu zu sagen? Willst du nicht das Telefon nehmen? To get in touch. Guess we need to answer. Ja, ich will auch nicht, aber gut. Ich nehme wohl mal den Anruf an. Hi. Hello, Nocturnal Detective Agency. Wow, sogar mit Please Video. state your business. Good work, all of you. I assume everyone is present? So few of you survived. Far less than I anticipated, but considering who survived, this should suffice. What the hell? Who's this grandpa? He acts like he's hot shit. Well, beats me. I've never seen him before. My contact is usually someone totally different. Perhaps he dialed the wrong number? No, that's impossible. This is a direct line to the WDO. Who are you? Would you mind telling us your name? A name? Unfortunately, I discarded my name long ago. Now, I simply go by Number 1. I'm sure you've heard of me. Ja, klar. Ich kenn nur die Nummer 0 tatsächlich, aber Nummer 1 ist mal was Neues. Number 1.
Number one? You're joking? Seriously? My sincerest apologies for my rude behavior. Okay, anscheinend haben die anderen zumindest tatsächlich von ihm gehört. Also wird da wohl jemand Relevantes sein bei der WDO. I didn't expect number one himself to appear. This must be very serious business then. Is he a big deal or something? Number one is the top master detective, leader of the World Detective Organization. Okay, ja, ich meine, der Name klingt auch schon irgendwie danach, ne? The top detective of the WDO? He rarely ever shows himself. Thus, no one knows his true identity. He is only known among detectives as number one. He's the top of the World Detective Organization? It's just some old man. Hey! I am here to give those of you who arrived your instructions. There is a dangerous secret lurking here, which we refer to as Kanai Ward's ultimate secret. Kanai Ward's ultimate secret? However, Kanai Ward's ultimate secret isn't a problem affecting only this city. There is a chance it relates to the ongoing great global mystery. Das große globale Mystery. Hence why I chose to deliver your orders directly. Move swiftly to investigate Kanai Ward's ultimate secret. Doing so will assist us in solving the great global mystery. Klingt so bescheuert. That is all. Huh? That's it? How about some clues? Vielleicht was das große Geheimnis sein soll, das große ultimative Geheimnis. Why do you think you're there? If you're a detective, search for clues yourself. Providing any information beforehand will merely result in misconceptions. Understood. Do you recall the World Detective Organization's creed? A detective must never overlook a mystery. Any and all truths must be exposed. A detective must always prioritize solving a case. Emotions must be discarded to reach a perfect solution through a perfect deduction. Aber ohne Love kann es gar nicht gesehen werden, hä? I heard that every single day during training. But it's not something you can easily put into practice. Is that true, Master? I don't remember at all. Mysteries are the greatest threat to humanity. Stimme ich zu. Erneut, ich finde es lustiger, wenn man es im Englischen hört und Mystery auch als den Genrebegriff betrachtet. Einfach Mysteries als Genre sind die größte Bedrohung der Menschheit. Würde ich halt so mitgehen, auf jeden Fall. The WDO will not allow mysteries to go unsolved. They shall be eradicated with sagacious wit and indomitable will. We must guide the lost souls of victims to paradise in the name of truth. Vor allem betrachte ich es lieber als den Genrebegriff, weil ich dann das Potenzial sehe, es als Meta-Commentary früher oder später zu interpretieren. Immer noch ein schwieriges Wort. Und das finde ich spannend. Das finde ich zumindest spannend, die Möglichkeit. Proud detectives. Eliminate all mysteries from this world. Mysteries sind nämlich schon ziemlich gefährlich einfach. Hey, did you hear that? We got a direct order from number one. We play our cards right, we're guaranteed to get promoted. I'm hyped. It isn't so simple. Just look at how much we sacrificed to get you here. Kanai Ward's ultimate secret must have something to do with Amaterasu Corporation. Which means we have to snoop on them. They're gonna wipe us out! So it's a full-on war then. The WDO is serious. War is awful. I myself am a pacifist. Well, it's something we have to do from here on. There you go again with your jokes. Fubuki, were you listening? Huh? I was. However, I was also lost in my own thoughts. Ja, verständlich, kenne ich. You weren't listening then! So, Chief, any ideas about Kanai Ward's ultimate secret? This place has so many secrets that I have no idea where to start. But one thing that comes to mind is this unending rain, I think. He said that it has something to do with the great global mystery, too. I have no clue what that is. Well, for now, let's sneak into Amaterasu Corp and start gathering up info.
Don't you dare do anything dangerous like that. It's not like they're leaving secrets in easy-to-reach spots. Well, then what are we supposed to do? You really want to know? The right thing to do is absolutely nothing. Jeez. How did it end up like this? Come on. You need to snap out of it, Chief. I've got a bad feeling about all this. Who would have guessed number 1 would show up? Ah! All I wanted was to sink quietly into the river. Are things really that bad? Yeah, lives are at stake here. Danger is a daily occurrence in all of Kanai Ward. I'm used to wagering my life like poker chips. It feels like Maybe for I got it. Fuck. Let's pretend Das like we wollte ich didn't nicht hear a tatsächlich. thing. Habe ich einen Backlog? Ich traue mich nicht, Tasten zu drücken, wenn ich nicht weiß, welche Taste der Backlog ist. Nein, das ist Auto. Das ist nämlich gefährlich. Ich könnte nicht aus Versehen irgendwie die Skip-Taste drücken oder sowas. Nee, ich finde keinen Backlog gerade. Und vielleicht hier, vielleicht da, vielleicht da. Gibt es keinen Backlog? Es gibt keinen Backlog vielleicht. Hier auf Minus? Crazy. Aber gut. Ist es, wie es ist. Tut mir leid. Ich bin sehr kompetent im Weiterdrücken. Es ist eine schwierige Aufgabe, okay? Given the sacrifices that were already made, the WDO can't back down now. I guess we have no choice. Chief Yako. Everything that goes down in this city is handled by the peacekeepers of Amaterasu Corporation. They simply fabricate or cover things up in whatever way's most convenient for them. In other words, the truth they're hiding may be connected to Kanai Ward's ultimate secret. So wird's wohl sein. Dann ist noch die Frage, was das ultimative weltweite Geheimnis ist, das globale some of Geheimnis. these cover-ups may be clues for unsolved mysteries then. But there are tons of cases where they covered up the truth. Then what we need to do is clear. Huh? Don't stare at me dumbfounded, rookie. We've got to crush each unsolved mystery one by one. What? All of them? I suppose that's one way to solve whatever's going on. Oh, fine. All right, listen up. Truth be told, I wish this day had never come. But part of me knew that it was inevitable. Our goal now is to expose Kanai Ward's ultimate secret. We'll be up against Amaterasu Corporation. So please, be extremely careful. We don't know what these guys will do to interfere with us. That said, you all survived the deadly trip to get here, so I'm sure you're up to the challenge. We've been trapped in this rain for a long time now, but it's time to put an end to that. Please, help me save this city. You heard him, Master. I love it. Things are getting interesting. Mysteriösisch. Soll das? Ich glaube, das ist, ja doch, sie sagt ja auch Mystical. Ja doch, das ergibt Sinn. Okay. Ich wollte schon sagen, mysteriösisch klingt nicht wie ein Wort, tatsächlich. In the unending rain. Through the winding neon cityscape. Draped in my raincoat, I roam in search of my missing memories. What secrets lurk in this labyrinth of drainage pipes? Oh, so I've dramatisch. yet to find the answer. The story of detectives facing the darkness that enshrouds the truth is about to begin. Es werden noch ein paar mehr Charaktere gezeigt hier, die wir noch kennenlernen werden. Und die Leute sehen nach Zombies einfach aus. Kann es wirklich an dem Regen, irgendwie mit dem Regen zusammenhängen? Ist der irgendwie Leute zu Zombies macht? Das wäre halt sehr... schon ziemlich dumm, aber ich sehe es irgendwo, dass sowas in die Richtung passiert. Master Detective Archives Raincoat. Ja, haben wir auch mal das Opening so langsam, ne? Ich
Ich mag Fubuki bisher am liebsten. Ich glaube, das ist meine spontane persönliche Einschätzung. Auch wenn ich irgendwie sagen muss, dass ich die Charaktere insgesamt, ich finde, die sind irgendwie gar nicht... Ich finde, die Charaktere aus dem Zug waren fast vom ersten Eindruck her interessantere Charaktere, die weniger One-Personality-Trait waren als hier jetzt. Was ich irgendwie seltsam finde, weil das jetzt der tatsächliche Maincast ist, aber na gut. Ich meine nur. Ist auch nur meine spontane Einschätzung, vielleicht lassen sie sich ja auch einfach mehr Zeit, weil wir die jetzt länger kennen werden als nur diesen Prolog über. Also kann man sich wohl Zeit damit lassen, sie irgendwie auszubauen oder so. Falls sie jemals ausgebaut werden. Ist natürlich auch irgendwie optional. Und hier noch ein paar mehr Charaktere, deren Namen ich mir definitiv noch nicht merken werde. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall sehr cool halt allgemein, dass wir erstmal jetzt wirklich ein größeres Mystery als Ziel direkt haben, mehr aufs Worldbuilding bezogen. Genau, das war der Prolog, das dachte ich mir jetzt fast. Davon ging ich jetzt einfach mal aus. Nach all den Stunden, ne? Aber so ist das halt. Wir hatten halt einen schönen Einstiegsfall erstmal statt Tutorial, so um den aus dem Weg zu kriegen. Das ganze Tutorial-Gedöns, im besten Fall das ganze Tutorial-Gedöns mal sehen, wie es dann wirklich aussehen wird. Ja, hier würde ich tatsächlich den Part beenden, ne? Der jetzt mal nicht so lang ist wie die letzten paar, ne? Ich würde es immer so ein bisschen spontan handhaben, wie es gerade passt. Ja, war ein schöner Prolog. Also ich meine, es ist natürlich nicht viel passiert, wir sind halt einfach nur hin und her gelaufen und ja, das Pacing ist schrecklich. Also Writing einfach ist sehr Kodaka-esque, wie es auch in Danganronpa oft war. Also die haben wirklich alles, was sie gesagt haben, 5-mal wiederholt. Ja, Amaterasu ist ganz böse und gefährlich und wir sind hier und wir haben als Einziger überlebt und alles wurde halt 5-mal irgendwie aus verschiedenen Perspektiven klein gekaut und dass da wirklich viel hinzugefügt wurde. Da kann man viel drin kritisieren, man hätte davon die Hälfte rauskürzen können, also der Prolog hätte halb so lang sein können. Also aus der Perspektive betrachtet, schrecklich, ganz, ganz schrecklich alles. Aber ja, ich hatte trotzdem Spaß damit. Ich denke, ich bin mal gespannt, was aus den Charakteren wird. Wie gesagt, die wirken jetzt erstmal nicht so sonderlich komplex und wieder sehr, sehr tropey. Also schon deutlich mehr nochmal als die im eigentlichen Kapitel 0, was ich ein bisschen weird finde. Und ansonsten bin ich auch mal gespannt, wie es dann jetzt richtig storytechnisch weitergeht. Und ich denke aber trotzdem, dass wir dann pro Kapitel wieder einen trotzdem relativ unabhängigen Fall weiter bekommen werden. Und ja, da bin ich dann einfach mal gespannt, wie genau die dann eingeführt werden. Und das sehen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht noch nicht, ich weiß nicht, wie Kapitel 1 aufgebaut sein wird. Vielleicht werden wir jetzt erstmal keinen Mord erleben, sondern erst einfach nur rumlaufen und Sachen tun. Die Stadt ein bisschen noch kennenlernen. Das haben wir jetzt auch noch nicht so wirklich getan. Wir sind jetzt einfach mal kurz ein bisschen durchgelaufen. Bin ich auch mal gespannt, wie frei man die wirklich erkunden kann. Ich denke mal, das werden aber nur kleine Mini-Abschnitte sein, so ein bisschen wie, ja, ich sag mal wieder Persona 5, also ist das nochmal besser vergleich. Ich glaube halt nicht, dass es so wie in Yakuza wird, dass es wirklich so ein offen erkundbarer Stadtteil wird, den wir relativ frei erkunden können. Davon gehe ich jetzt nicht aus. Ich denke, es werden eher so kleine Mini-Abschnitte. Aber das werden wir dann sehen. Vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, euch hat es halbwegs gefallen. Lasst immer gerne einen Kommentar da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal im besten Fall wieder. Bis dahin, ciao.